Sind Spezialuhren aus Frankfurt am Main bringt eine neue Modellreihe heraus. Die beiden Varianten mit der Bezeichnung 544 und 544 RS haben wir vorab zur Ansicht bekommen und zeigen in diesem Video alles, was ihr dazu wissen müsst. Das reduzierte Design mit 38,5 mm Edelstahlgehäuse ist dabei übrigens mit einem neuen Uhrwerk ausgestattet, dem Sellita SW 200-2 Power Plus. Wir schauen uns Uhr und Uhrwerk an. 3 Zeiger, eine Datumsanzeige und ein schmales und flaches Gehäusedesign, getragen am integrierten Gliederband mit Fallschließe und Feinverstellung, einem bequemen Kautschuk oder Lederband. Mit diesem Konzept erfüllt sind Spezialuhren die Anforderungen von vielen, die auf der Suche nach einer zuverlässigen Uhr für Sport und Alltag sind. Mit einer Wasserdichtheit von 20 bar und der zusätzlichen Unterdrucksicherheit sorgt Sinn dafür, dass die Uhr in eigentlich keiner Situation abgelegt werden muss. Wie bei Sinn üblich sind Deck- und Bodenglas der Armbanduhr aus kratzfestem Saphirglas gefertigt und das Gehäuse überzeugt mit einem zurückhaltend samtigen Glanz, der durch Perlstrahlen der gesamten Oberfläche erreicht wird. Das Deckglas ist übrigens von beiden Seiten entspiegelt und das Bodenglas nur von der Innenseite. Das Gehäusedesign orientiert sich an aktuellen und früheren Modellen wie der 144 und 244, ist mit seinem alltagstauglichen Durchmesser von nur 38,5 mm und einer Höhe von 10 mm, eine Kreuzung aus dem Chronographen, der 41 mm misst und der optisch ähnlichen 36 mm 3-Zeiger-Uhr, die zwischen 1994 und 2007 im Programm der Frankfurter Marke war. Wie bei der 244 befindet sich auch bei der neuen 544 die Krone auf der 4-Uhr-Position, um den Tragekomfort zu verbessern. Die Wasserdichtheit von ganzen 20 bar ist dabei möglich, obwohl die Krone nicht verschraubt wird. Das verbaute Dichtungssystem D3, direkt doppelt dichtend, verzichtet auf einen eingepressten Tubus als Führung für die Kronenwelle. Dadurch spart man sich sozusagen die Tubusdichtung, die oft ein Schwachpunkt ist. Stattdessen ist die Bohrung im Gehäuse nämlich so präzise gefertigt und mit mehreren seriell angeordneten Dichtungen ausgestattet, dass die Uhr auch ohne Verschraubung dicht bleibt. Auf das technisch Wesentliche beschränkt sich auch das Zifferblatt der Modelle 544 und 544 RS, die sich übrigens nur bei der Lackierung des Sekundenzeigers voneinander unterscheiden. RS bei der 544 RS steht für rote Sekunde oder roter Sekundenzeiger. Der mattschwarze Untergrund wird mit Ziffern von 1 bis 12 am Rehot und einer fein geteilten Minuterie in kontraststarkem Weiß bedruckt und auch das Datumsfenster bekommt eine entsprechende Umrandung. Eine Besonderheit stellen die 12 per Hand aufgesetzten Stundenmarker dar, die vollends aus sogenannter Hybrid-Keramik mit eingearbeiteter Leuchtmasse bestehen. Das haben wir bei Sinn in letzter Zeit ja schon etwas öfter gesehen. Und ja, die haben einen besonders starken Nachleuchteffekt im Dunkeln. Dieses Nachleuchten nennt man dann phosphoreszierend. Passend dazu sind aber auch die Zeiger für Stunden und Minuten entsprechend belegt. Der Sekundenzeiger dagegen ist bei der 544 weiß lackiert und bei der 544 RS rot. Zwar leuchten die Sekundenzeiger nicht nach, also sind im Dunkeln nicht zu sehen, jedoch ist der rote Lack der 544 RS auch bei leichter Lichteinstrahlung noch besonders deutlich zu erkennen. Diese hochreflektive Eigenschaft von dem Lack, die nicht ganz von selbst nachleuchtet, nennt man dann fluoreszierend. Unter dem Sichtboden der beiden Uhren arbeitet mit dem Kaliber SW 200-2 Power Plus das neueste 3-Zeigerwerk der Schweizer Kaliberschmiede Sellita. Es entspricht in Funktionsweise und Abmessung den weit verbreiteten SW 200-1, hat jedoch bedeutende Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger erfahren. Offensichtlich wird das vor allem bei einer Kennzahl, nämlich der Gangreserve. Sie liegt beim neuen Werk bei 65 Stunden statt den 38 Stunden vom SW 200-1. Und das ohne eine Verringerung der Taktfrequenz, die weiterhin bei 4 Hertz bzw. 28.800 Amplituden pro Stunde liegt. Was sich beim Power Plus aber wirklich geändert hat, haben wir einfach direkt bei Sellita nachgefragt. Und in der Tat hat man uns dort die umfassenden Änderungen verraten, die zur verbesserten Performance des SW 200-2 führen. Das Upgrade umfasst unter anderem ein neues Räderwerk mit optimiertem Profil, ein neues Regulierorgan mit reduzierter Trägheit, ein neues Rückersystem,
die Installation der neuesten Incabloc Stoßsicherung sowie natürlich die Anpassung der Federhausgeometrie und der darin verbauten Feder. Das wird also alles ein bisschen höher dimensioniert, ohne dass sich jetzt die Abmessung des Werks selbst verändert hat. Außerdem, sozusagen als Bonus, wurden laut Sellita auch die Messingteile wie Platinen und Brücken angepasst, um sie steifer und damit robuster gegenüber Stößen zu machen. Wie bei Sinn üblich kann man auch die 544 an verschiedenen Bändern bestellen. Besonders erwähnenswert ist hier allerdings das dreireihige Massivband mit einzeln verschraubten Gliedern. Die haben diesen typischen Imbus bzw. Innensechskant. Auf der Oberfläche sind sie wie das Gehäuse der sportlichen Uhren perlgestrahlt. Nicht nur geht das Armband auch perfekt in den Bandanschluss der Armbanduhren über, sondern trägt auf der Unterseite auch eine Faltschließe mit zusätzlicher und auf Knopfdruck verstellbarer Feinverstellung. Das ist für viele ja inzwischen ein echtes Muss hinsichtlich des Tragekomforts. Neben dem Kautschukband mit Dornschließe passen auch die schneidbaren Kautschukbänder mit Faltschließe an die 544 und auch am Lederband können die sportlichen Alltagsbegleiter getragen und bestellt werden. Mit dem reduzierten Design, einem Preis von 1.390 bis 1.740 €, je nach ausgewählter Bandvariante und technischen Besonderheiten wie der hybrid-keramischen Nachleuchtmasse, diesem D3-System in der Krone sowie der Feinverstellung an der Schließe und dem neuen Sellita-Kaliber nimmt Sinn mit der Modellreihe 544 eine interessante Neuentwicklung bzw. Neuauflage in die aktuelle Kollektion auf, die dann auch noch in einem echt interessanten Preissegment positioniert wird. Aber was meint ihr? Könnte das eure nächste Sinn werden? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank dafür und auch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.